Basler Fasnacht für Anfänger. Morgenstreich. Das ist am Fasnachtsmontagmorgen am 4 Uhr, wenn das Licht abgeht und es laut wird in der Gasse und man nur noch die Laternen sieht leuchten. Alle anderen Lichter sind dann aus und der Morgenstreich geht, bis es hell wird. Mit dem Morgenstreich fängt die Fasnacht an. Sonst ist das Thema, das eine Clique oder eine Formation an der Fasnacht ausspielt. Laterne. Das ist das Kunstwerk, das eine Clique mitführt an der Fasnacht. Meistens vor dem Zug. Zuerst kommt der Vortrab, dann die Laterne und dann kommt der Hauptzug mit Pfeifer und Trommler. Und auf der Laterne ist künstlerisch das Sujet verewigt. Der Endstreich ist am 4 Uhr morgen, am Donnerstag. Bei dem sagt man auch, die Fasnacht geht genau 3 Tage, vom Montag am Morgen bis am Donnerstag am Morgen, am 4 Uhr. Am Endstreich macht jede Formation nochmal so einen Schlussakt. Den definiert sie selber. Und am 4 Uhr ist Ruhe. Ein Gucken ist an der Fasnacht eine Guckenmusik, eine Blasmusik, eine Blaskapelle. Am Dienstag zu oben werden auf dem Barfi, auf dem Marktplatz und auf dem Klarenplatz wird eine Bühne aufgestellt und dort gibt es Konzerte der Guckenmusiker. Man kann sich ein Gucken anmelden, der will dort spielen. Gut, sie zahlen auch etwas noch für den Bühnenauftritt, für das jemand die Bühne aufgestellt hat. Aber nachher wird er spielen und dann kommen immer ganz viele Leute das schauen. Dienstag zu oben. Der Cortège. Der ist am Montag und am Mittwochnachmittag. Hier zeigen Cliquen, Gucken, Wägen, Chaisen und auch Einzelmasken ihr Sujet und wandern mit dem auf einer vordefinierten Route. Am Cortège gibt es das Komitee und das Komitee prüft das Sujet, ob es kreativ ist und bewertet das auch. Und das hat noch einen Einfluss auf die Subventionen, die die Cliquen kriegen, über den Plakettenverkauf. Eine Plakette hat man an der Fasnacht. Sie gibt es in Kupfer, in Silber, in Gold und es gibt auch ein Bijou. Die Plakette finanziert den Cortège. Und die Subventionen, die die Cliquen kriegen, kommen aus dem Plakettenverkauf. Wegen dem ist es so wichtig, dass die Leute am Strassenrand eine Plakette haben, weil sie damit alle Formationen am Cortège unterstützen. Scheissdreckzug. So nennt sich jede Formation, die nicht ein Stammverein ist, die so zusammengewürfelt ist, die nicht offiziell vom Cortège anerkannt ist. Das ist so die Bezeichnung. Aber auch ein Scheissdreckzügli hat natürlich einen eigenen individuellen Namen, wo sich das Scheissdreckzügli gibt. Die Schnitzelbank gibt es in den Beizen an der Fasnacht. Da tragen Leute mit einem Instrument oder ohne Instrument in Versform etwas Lustiges vor. Aber es ist nicht zwingend nur lustig, es ist gesellschaftskritisch. Es ist auch ein Thema oder verschiedene Themen, die sie aufgreifen, die unter einem Jahr in der Öffentlichkeit das Thema war. Ein Wackis. Als Wackis wird in Basel ein Elsässer bezeichnet, ist an der Fasnacht eine Figur, spezielle, grosse, lange Nase, mit viel Pasthaar und ist auf den Wegen anzutreffen. Die Larve ist die Maske an der Fasnacht, aber
ja nicht Maske sagen, es ist eben eine Larve. Räppli nennen die Basler Konfetti. Und ja nicht Konfetti sagen, es sind eben Räppli in Basel.